Heute habe ich mir eine kleine Sünde erlaubt. Ich bin sowieso nicht jemand, der an Gott glaubt. Ich habe mir eine bestellt. Es hat sich gut herausgestellt. Es war nicht billig, aber sie war gutwillig. Dass ich dieses Milieu betrete, ist sowieso nur einmalig, aber ich kann nur zugeben, das mag ich. Ich habe sie ausgezogen, ich habe sofort gesehen, ich bin schlecht erzogen. Ich bin sofort abgehoben, für Geduld kann man mich nicht loben. Ich habe sie geleckt, bis sie nass wurde, es gab kein Zurückhalten, es klingt absurd. Sie war so süß, so unglaublich hübsch, sie hat mich angelächelt, während ich sie angeknabbert habe. Ich gebe zu, bei ihrem Anblick habe ich geschwächelt, aber sie war schnell fertig, schade. Danach hat man so eine Sehnsucht, man hat das Gefühl, man fällt in einer Schlucht. Man fühlt sich so schlecht, so eine immer vorne zu haben, soll werden zu einem Menschenrecht. Irgendwie will man mehr, andererseits geht nicht mehr. Man fühlt sich so leer, aber ich habe kein Geld mehr. Es ist zu teuer, auch ohne Steuer. Man soll sich auch immer schützen, schneller rausnehmen hat kein Nützen. Man soll sich schon auf das Richtige stützen. Man soll Unfälle und Krankheiten verhindern, die können schon schwer behindern. Ich weiß, von was ich rede, jeden Tag in meinem Freundeskreis tue ich's erleben. Plötzlich gibt es dann eine neue Person im Spiel und das ist nur ein Beispiel. Also liebe Kinder, pass auf mit diese Dinger. Ich habe es mir heute erlaubt, aber das war anstatt von meinem Urlaub und ich bin selber bewusst. Ich habe die Risiken gewusst, so stark war einfach meine Lust. Aber wenn eure Mütter euch mal sagen, ihr sollt keine Lutscher essen, dann isst doch keine. Ihr sollt auch nicht fragen, wie ich schon gesagt habe, es ist in eurer Interessen. Hast du nicht gerade von was anderes geredet? Über was? Na, dieses Milieu, Ausziehen, Schützen, teuer, neue Person im Spiel. Du hast doch nicht an das geglaubt. Eigentlich schon. Hey, für wem hältst du mich, Arschloch? Solche Themen sind für mich tabu. Was glaubst denn du? Was bildest du dir ein? Ich rede nicht von Fräulein. Wenn ich sowas will, weiß ich mir zu helfen. Für sowas zahle ich keinen halben Cent und ich kenne auch die Risiken. Geh nie im Internet, da sind viele Viren. Ich rede von ein Lolli grad. Ist das für dich akkurat? Kennst du die Risiken? Du verstehen, was ich gerade reden? Nein. Dann fang ich von vorne an, du Schwein. Ich hab mir also die Sünde erlaubt, dass ich mir ein Lolli kauf. Ich rate aber davon ab, preislich ist es nicht schwach. Für einen Student ist das 1 Milliardstel meiner Miete, also noch immer eine 5-stellige Miete. Und ein Lolli ist halt süß, da bring ich dir nichts bei. Es ist halt wie Sex, nur bist du halt frei. Irgendwann ist es aber auch vorbei. Und man soll Schutz nicht vernachlässigen, also tu gut deine Zähne putzen. Sonst musst du wieder den Zahnarzt besuchen. Die Helferinnen sind zwar vielleicht gute, aber es ist trotzdem kein Grund, bleib lieber gesund. So kannst du mit Frauen ausgehen, am besten viele. Du wirst sehen, das ist das Beste für Spiele. Vergiss nur nicht die Spielsets, hab auf jeden Fall viel